Notenbanken, schwarze Schwäne und China Geduld 2.0. Herzlich willkommen zum wöchentlichen Marktupdate. Wenig Neues bei der US-Notenbank, alles andere wäre eine Überraschung pur. Vor allem unter dem Aspekt, dass das US-Wachstum mit 3,3% weit über den Erwartungen des vierten Quartals war. Während der Konsum weniger von den Schätzungen abwich, überraschte der Exportwert doch einigermaßen. Das bedeutet für 2023 eine Jahresveränderung von plus 2,5% für die Vereinigten Staaten. Die japanische Notenbank wird bis ins zweite Quartal die Leitzinsen im negativen Bereich belassen, während die People's Bank of China schon eine Senkung der Reserve Rate im Februar in Höhe von 0,5% angekündigt hat. Dazu auch passend die Rhetorik der EZB-Mitglieder, die in ihrer Kommunikation auf frühere Senkungen verweisen, ohne einen klar formulierten Termin zu benennen. Datenabhängig, das ist das Zauberwort der Notenbank. Nach den gemischten GDP-Zahlen von gestern brauchen einige Staaten wie Deutschland und Irland mit negativem Wachstum dringender Unterstützung als Länder wie Frankreich oder Spanien, das mit einer Schnellschätzung auf die Jahresrate von plus 2% gekommen ist, während Deutschland mit minus 0,2% für 2023 anschreibt. Wer hat von euch schon mal den Begriff Black Swan oder schwarzer Schwan vernommen? Bei diesem Anglizismus handelt es sich um Ereignisse, die eigentlich nie vorkommen dürften, was jedoch ständig geschieht und unser Leben gewaltig beeinflusst. Ein unerwartetes und unwahrscheinliches Ereignis war 2019 eine Pandemie. Was sind die Top 4 Schwäne mit niedriger Wahrscheinlichkeit, aber wenn sie eintreten, mit großer Auswirkung auf die Märkte? Das ist zum einen, der Iran tritt dem Nahostkonflikt bei und schließt die Meerenge von Hormuz, eines der wichtigsten Nadelöhre für die Öl- und Gasversorgung aus der arabischen Welt. Teile Asiens werden in kriegerische Scharmützel eingezogen, zum Beispiel Nordkorea, Indien, Pakistan oder auch die Blockade im südchinesischen Meer sind hier zu nennen. Drittens sind atomare Auseinandersetzungen zwischen den USA und Russland und viertens, China schlittert in eine Rezession. Zu China noch einige Ergänzungen. Geldpolitisch senkt die Notenbanken ja morgen die Leitzinsen. Fiskalpolitisch ist das 280 Milliarden Dollar schwere Maßnahmenpaket viel beachtet und seit der Ankündigung ging es am chinesischen Markt bergauf, nach dem 60-prozentigen Rückgang seit Februar 2021. Nach wie vor gibt es massive Handelsbeschränkungen zwischen China und den USA und nicht zuletzt der Immobilienmarkt. Ein Gericht in Hongkong hat die Liquidation des ins Trudeln geratenen Immobilienentwickler Evergrande angeordnet. Bislang ist aber noch unklar, ob das Urteil im restlichen China bindend umgesetzt werden muss. Andererseits sind die lokalen Regierungen nicht glücklich mit weiteren Einschränkungen in dem besonders schwierigen Immobiliensegment. Was spricht neben den geld- und fiskalpolitischen Schritten für die aktuellen Wachstumserwartungen? Die Güterproduktion ex der Immobilien, also ohne Immobilien, läuft sehr gut und hat sich gegen Jahresende noch etwas beschleunigt. Services steigen mit 8 bis 9% und nachhaltige Investitionen in die Zukunft bleiben eine Stütze der Wirtschaft. Unser China-Experte geht von 4,5 bis 5% Wachstum für 2024 aus. Was steht diese Woche noch an? Außer der Fed-Entscheidungen sind die Berichtssaison und der US-Arbeitsmarkt die bedeutendsten Veröffentlichungen. Mit diesen Perspektiven verabschiede ich mich für heute. Damit ihr nichts versäumt, abonniert den Kanal am besten hier. Von mir noch alles Gute und gesund bleiben. Euer Larry.